Was macht eigentlich der Spectral Resonator? Mit Live 11 sind viele neue Effekte dazugekommen und ich möchte euch die für mich interessantesten vorstellen. Der Spectral Resonator gehört für mich auf jeden Fall dazu. In dem Video gebe ich euch einen Überblick über den Effekt und zeige euch dann noch an 2 Beispielen, wofür ihr den Spectral Resonator so benutzen könnt. Auf den ersten Blick ist der Spectral Resonator ein bisschen kryptisch. Das Eingangssignal wird analysiert und basierend darauf werden dann Sinuswellen erzeugt. Dadurch könnt ihr abstrakten und atonalen Sounds einen tonalen Charakter geben. Wie der Spectral Resonator wirklich arbeitet, wird deutlich, wenn ich mal ein bisschen White Noise mit dem Resonator bearbeite und im Analyzer angucke. Im Spektrum seht ihr ganz gut, wie der Resonator auf Basis vom Eingangssignal Sinuswellen generiert. Mit den verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten könnt ihr die Sinuswellen dann weiter bearbeiten. Mit dem Transpose-Button könnt ihr zum Beispiel die Tonhöhe verändern. Die High Frequency und Low Frequency Damp Buttons filtern das High End oder das Low End. Mit dem Decay-Knopf gebt ihr den Harmonien mehr oder weniger Decay. Außerdem bietet euch der Spectral Resonator eine Stereo-Einheit. Mit der könnt ihr euren Sound Stereobreite geben. Dafür stehen euch 3 verschiedene Algorithmen zur Verfügung. Ein normaler Chorus, Wonder, was ein bisschen wie ein Chorus ist, nur noch intensiver, und eine Granulareinheit. Am Ende der Kette bekommt ihr noch eine Unison-Einheit. Die kennt ihr wahrscheinlich eher aus einem Synthesizer, aber im Spectral Resonator funktioniert die genau gleich. Eine Sache, die im UI vom Spectral Resonator natürlich direkt ins Auge sticht, ist die große Analyzer-Einheit. Hier seht ihr im Grunde das Spektrum von eurem Sound dargestellt. Das bearbeitete Signal wird in Blau dargestellt und das unbearbeitete Signal wird in Orange dargestellt. Das erscheint dann, wenn ihr am Dry-Wet-Button dreht. Oben am Rand vom Analyzer seht ihr noch eine Harmonics-Anzeige. Hier könnt ihr einstellen, wie viele Sinuswellen der Spectral Resonator generieren soll. Wenn ihr weniger Harmonics einstellt, klingt das ein bisschen dumpfer. Ein bisschen so, als hättet ihr einen Low-Pass-Filter eingestellt. Und wozu ihr den Effekt jetzt nutzen könnt, das zeige ich euch jetzt. Mit dem Spectral Resonator könnt ihr eure Sounds harmonisieren. Drums zum Beispiel spielen ja im Grunde eigentlich keine Akkorde, so wie es Klaviere zum Beispiel tun. Mit dem Spectral Resonator könnt ihr euren Drums aber Melodie und Harmonie verleihen. Dazu zieht ihr den Spectral Resonator dann auf die Drumspur, die ihr bearbeiten wollt. Wenn ihr dann auf den MIDI-Mode umschaltet, könnt ihr MIDI-Noten in den Effekt einspeisen. Im Poly-Mode geht das sogar auch mit Akkorden. Jetzt könnt ihr verschiedene Parameter automatisieren und mit den unterschiedlichen Modi rumspielen. In Kombination mit ein bisschen Delay und Reverb habe ich so diesen Granular-Übergang mit den Drums gemacht. Aber nicht nur atonale Drums könnt ihr mit dem Spectral Resonator bearbeiten. Auch harmonischen Content könnt ihr damit ein bisschen verfeinern. Mit der gleichen Technik könnt ihr den Spectral Resonator auch super als Vocoder oder Harmonizer verwenden. So könnt ihr Samples oder Instrumenten eine neue, interessante klangliche Ebene geben. Ich habe das mit einem Vocal Sample mal gemacht und so einen Robot-ähnlichen Charakter in den Sound reingekriegt. You don't think either one of us could ever change? You don't think either one of us could ever change? You don't think either one of us could ever change? Bei längeren Samples oder Sprachaufnahmen könnt ihr auch Melodielinien spielen und so monotonen Gesang oder Sprache einfach verfremden. Gleichzeitig könnt ihr aber auch echten Instrumenten wie Klavier, Gitarre oder Streicher eine neue klangliche Ebene geben. In meinem Beispiel route ich die MIDI-Noten der Spur direkt in den Spectral Resonator. Der Transpose-Knopf transponiert den Output 2 Oktaven hoch. Ein bisschen Granular-Effekt und Unison habe ich auch noch dazu gepackt. Mit dem Dry-Wet-Button automatisiere ich den Effekt über Zeit und das Klavier bekommt eine sphärische neue Ebene.
Was haltet ihr denn von dem Effekt? Nützliches Tool oder doch eher unnütze Spielerei? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich der Spectral Resonator etablieren kann und was für Sounds damit in Zukunft noch weiter gemacht werden. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare und ich beantworte sie so gut es geht.